Heute nähen wir eine Stoffhose mit Reißverschluss und selbstgemachtem Gürtel nach Lutherloh. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Babs und auf diesem Kanal bekommst du gefährliches Halbwissen professionell vermittelt. Heute nähen wir diese bequeme Stoffhose zusammen. Ich hatte jetzt Urlaub eine ganze Zeit und habe meine Lutherloh-Schnitte durchgearbeitet und habe in diesem Video eine ganz einfache Sommerstoffhose genäht. Meine ganzen Jogginghosen waren zu warm für das Wetter und ich brauchte irgendwas Bequemes. Und da habe ich mir eine ganz einfache Tunnelzughose genäht. Und danach wollte ich eine etwas aufwendigere Hose probieren. Und da ich auch ansonsten eher so Jeans habe, alles was ja dem Wetter ein bisschen warm ist, dachte ich mir, ich versuche mich nochmal an einer Stoffhose. Und da ist mir dieser Lutherloh-Schnitt ins Auge gesprungen. Und auch hier habe ich ChatGPT wieder gefragt, hey, wie könnte das mit meinem Stoff aussehen? Dazu habe ich dieses Mal sogar ein Bild meines Stoffes hochgeladen. Ich habe mir das einfach von der Webseite geholt und das ChatGPT zu meinem Prompt mit an die Hand gegeben. Und das hier ist das, was ChatGPT draus gemacht hat. Das sind keine 100%, die Abnäher hat ChatGPT wohl übersehen, aber gut genug, damit ich mir das vorstellen konnte. Und wie ich diese Hose Schritt für Schritt genäht habe, das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß! Ich habe mir natürlich erstmal alle Teile zugeschnitten. Bei der Hose habe ich oben die Abnäher. Da schneide ich das Schnittmuster nur ein, dann habe ich oben meine Linie, an der ich entlang schneiden sollte. Und jetzt kann ich das wegklappen, wenn ich das auf einer Seite einschneide und kann mir diesen Abnäher markieren. Das mache ich natürlich auf allen Teilen und auf allen Seiten. Außerdem habe ich mir noch den Reißverschluss markiert, also wo der sitzen soll, auf welcher Seite. Ich habe es leider auf der rechten Stoffseite markiert. Besser ist es, den Stoff rechts auf rechts zu legen, dann hat man alle Markierungen gleich auf der linken Seite. Als ersten Schritt habe ich dann die Schrittkurven zusammengenäht. Dazu müssen die Stoffe natürlich rechts auf rechts liegen und da ich dumm war beim Zuschneiden, lagen die links auf links. Also habe ich mir die jetzt zuerst mal rechts auf rechts gelegt und dann von oben bis unten zur Spitze, sowohl beim Vorderteil als auch beim Hinterteil, das Ganze zusammengenäht. Im Anschluss habe ich die Vorderhose zuerst mal rechts vor mich gelegt und mir dort den Beginn des Taschenbeutels markiert. Dann habe ich den Taschenbeutel dort festgesteckt. Wichtig, die sind nicht im Schnittmuster enthalten, aber ich wollte auf einer Seite eine Tasche haben. Da lege ich jetzt meinen Taschenbeutel an, stecke den fest und dann muss ich das natürlich auf der richtigen Seite, auf der Hinterhose auch machen. Dazu kann ich einfach die Hinterhose mit der rechten Seite wieder zu mir daneben legen und dann ist es die Seite, die sich trifft. Denn die werden später, wenn ich das rechts auf rechts klappe, übereinander liegen. Und auch da mache ich mir dieselbe Markierung und stecke meinen Taschenbeutel fest. Und die nähe ich dann einfach mit der Nahtzugabe, die ich festgelegt habe, fest. Damit der Taschenbeutel später schöner liegt, klappe ich den anschließend auf die Nahtzugabe und steppe den knappkantig am Rand ab auf die Nahtzugabe drauf. Die Abnäher habe ich mir jetzt nochmal auf der linken Seite angezeichnet. Und um die jetzt zu nähen, lege ich oben den Beginn des Abnähers links und rechts aufeinander die Markierung, packe die Spitze und forme mir erstmal meinen Abnäher. Dann stecke ich mir eine Nadel an dieser eingezeichneten Abnäherlinie rein. Und jetzt kann ich kontrollieren, ob das ordentlich liegt, indem ich auf die Rückseite schaue, ob die Nadel genau auf der Linie liegt, auf der Markierung. Wenn das nicht der Fall ist, muss man nachjustieren. Wenn das so wie hier schon passt, dann kann man weiter stecken. Und das mache ich auf allen Seiten. Um einen Abnäher zu nähen, beginnt man immer an der breitesten Stelle, oben am Stoffrand. Dann näht man die Linie entlang und nähert sich natürlich immer mehr dem Stoffrand. Und wenn man dann an die Spitze des Abnähers kommt, näht man noch so 2, 3 Stiche parallel zur Kante und lässt dann einfach die Naht rauslaufen. Ganz wichtig, hier wird nicht verriegelt. Wenn man verriegelt, ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, dann gibt es diese kleinen Blasen unten an den Abnähern. Sondern man lässt das einfach auslaufen, zieht den Faden lang und dann wird der verknotet. Und dann hat man nämlich einen schönen Abnäher, der keine hässlichen kleinen Blasen wirft.
Jetzt kann die Hose rechts auf rechts gelegt werden und an der Seite mit dem Taschenbeutel geschlossen werden. Dabei wird einfach oben angefangen, um den Taschenbeutel herum genäht bis runter. Wenn das gemacht ist, wird zuerst die Innennaht des Beins geschlossen. Dazu lege ich Naht auf Naht und stecke mir das einmal nach links und einmal nach rechts fest. Die andere Seite bleibt noch offen wegen dem Reißverschluss. Bevor ich jetzt den Reißverschluss einsetzen kann, muss ich den Bund annähen. Ich habe mir den in der Hälfte gebügelt und jeweils 1 Zentimeter umgebügelt. Der wird jetzt rechts auf rechts an die Hose gesteckt. Dazu klappe ich das Umgebügelte auf und stecke mir das die ganze Länge entlang und genäht wird das dann in dieser Bügelfalte. Anschließend habe ich auch hier wieder den Bund auf die Nahtzugabe draufgesteppt, sodass die jetzt nach oben liegt. Jetzt lege ich den Reißverschluss rechts auf rechts, also mit dem Zipper nach unten und mit der rechten Seite der Hose nach oben. Und zwar so, dass das Ende meines Reißverschlusses, also dort, wo der Stopper ist, nicht oben das Webband, sondern der Stopper genau auf der Kante des Bundes liegt. Und von da aus kann ich mir das runterstecken und oben noch den Überstand vom Reißverschluss einmal nach außen wegklappen und wegstecken. Und dann wird da drüber genäht und zwar mit einem Reißverschlussfuß schön knappkantig an den Zähnchen entlang. Wenn ich dann am Zipper ankomme, lasse ich die Nadel im Stoff stecken, hebe mein Füßchen und ziehe mir den Zipper weg. Dann kann ich den Rest an den Zähnen entlang nähen. Und wenn das fertig ist, dann sieht das hoffentlich so aus. Wenn das festgenäht ist, kann man das einmal umklappen, sodass die Nahtzugabe innen liegt. Ich habe mir das mit ein paar Nadeln fixiert, damit das schön liegen bleibt. Dann markiere ich mir, wo meine Naht ist, also wo mein Bund anfängt, und zwar einfach auf beiden Seiten des Reißverschlusses. Dann drehe ich mir das Ganze, so dass jetzt der Reißverschluss oben ist. Das lässt sich sehr viel leichter ausrichten. Und jetzt schaue ich, dass meine Markierung für den Bund auch genau da liegt, wo der Bund anfängt auf der anderen Hosenseite. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. So dass auf jeden Fall die Naht des Bundes, wo der Bund angenäht ist, beide Seiten auf der gleichen Höhe sind. Und dann stecke ich mir den Reißverschluss wieder von da aus nach oben und nach unten und nähe da genauso wie eben mit einem Reißverschlussfuß drüber. Fertig eingenäht sollte das so aussehen. Jetzt kann ich die Seite schließen. Ich habe hier von unten angefangen und mir das zum Reißverschluss hin zusammengesteckt. Wenn ich dann alles zusammengesteckt habe und am Reißverschluss ankomme, dann lege ich mir die Enden des Reißverschlusses aufeinander und ziehe die nach außen, sodass die von der Nahtzugabe weggezogen werden. Dann kann ich die Nahtzugabe aufeinander legen und feststecken. Und das wird jetzt mit einem Reißverschlussfuß zusammengenäht, damit ich ganz nah an die bestehende Naht vom Reißverschluss drankomme. Wenn man am Reißverschluss vorbei ist, kann man entweder auf ein normales Nähfüßchen wechseln oder einen Saumanschlag sich auf die Stichplatte machen und da entlang den Stoff führen, dann wird die Naht auch gerade. Das ist nämlich mit einem Reißverschlussfuß sonst gar nicht so einfach. So sieht das jetzt bei mir aus. Das ist eine Naht. Ich habe einfach da, wo ich aufgehört habe, mit der neuen Naht angefangen und dann nach unten weiter genäht. Jetzt habe ich die Hose auf rechts gedreht, klappe mir die Nahtzugabe aus und den Bund rechts auf rechts. Hier ist mir das obere Teil vom Reißverschluss noch ein bisschen im Weg. Das muss ich noch ein bisschen wegbiegen, damit ich den Bund auch genau an der Kante umbiegen kann. Und dann sollte der Bund mit der eingeschlagenen Nahtzugabe genau auf die andere Naht treffen. Dann kann ich mir das hier der Länge nach einmal feststecken und genauso mache ich das auf der anderen Seite. Dann kann ich den Bund mit einem Reißverschlussfuß knapp am Reißverschluss entlang festnähen. Dann kann ich das Ganze noch ein wenig einkürzen und zur Naht oben hin das Ganze abschrägen. Und wenn das abgeschnitten ist, können wir das einmal wenden und schön ausformen. Das sieht dann so aus. Damit das Ganze jetzt noch ein bisschen knackiger und schöner liegt, habe ich mir noch knappkantig den Stoff neben dem Reißverschluss abgesteppt. Ich habe hier einen normalen Fuß genommen und den an dem Reißverschluss angelegt und mir die Nadel entsprechend so eingestellt, dass das für mich ein schöner Abstand war. Und das habe ich auf beiden Seiten einfach einmal den Reißverschluss entlang gemacht.
Jetzt muss noch der Bund innen festgenäht werden. Ich habe den von außen gesteckt und kontrolliere dann innen, dass er auch festgesteckt ist. Dazu muss ich ihn innen immer so ein bisschen über die Naht legen. Denn jetzt kann ich außen entweder meine Naht, wo ich abgesteppt habe, oder im Nahtschatten da drüber nähen und dann sieht man diese zweite Naht von außen eigentlich gar nicht und innen ist alles festgenäht. Da ist wirklich wichtig, wenn man von außen steckt, dass man innen kontrolliert, dass der Stoff auch erwischt wurde. Und dann hat man da gar kein Problem, dann ist das richtig, richtig schön und man hat außen keine hässliche Naht. Die Hosenbeine fehlen noch, die habe ich 2x3 cm eingeschlagen und knappkantig festgenäht, um die zu säumen. Das Ganze habe ich natürlich gebügelt, bevor ich es genäht habe. Und jetzt dachte ich, die Hose wäre fertig. Sie hat hier eine Tasche. Sie hat einen Reißverschluss, der Bund ist angenäht, der Reißverschluss ist auch richtig sauber geworden, schon langsam habe ich den Dreh raus und sie ist gesäumt. Dann habe ich aber festgestellt, sie ist mir tatsächlich noch ein wenig zu weit. Also habe ich mir noch einige Stücke für Gürtelschlaufen zugeschnitten. Die habe ich jetzt alle erstmal der Länge nach rechts auf rechts gelegt und zusammengenäht. Anschließend habe ich die gewendet, die Naht in die Mitte gelegt und die oben ein wenig mit einem Zickzackstich gesäumt. Dann habe ich mir markiert, wo ich meine Gürtelschlaufen haben möchte und habe die erstmal oben angenäht. Und zwar so, dass mich die Naht der Gürtelschlaufe erstmal anschaut, denn wenn wir das später umklappen, liegt die innen. So bin ich rundum vorgegangen. Anschließend, nachdem das festgenäht war, habe ich das Ganze umgeklappt, unten auch eingeklappt und festgenäht. So, das waren erstmal die Schritte zur Hose. Euch ist aber vorhin vielleicht aufgefallen, dass ich diesen Gürtel trage, den ich übrigens super schick finde. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob dir der zu bunt ist. Und, das kommt daher, dass ich beim Messen Fehler gemacht habe. Der Schnitt ist nicht schuld, ich bin schuld. Ihr kennt das. Das ist immer so. Ich weiß nicht, was ich gemessen habe. Ich habe auf jeden Fall irgendwas falsch gemessen. Und das Ganze war ein bisschen zu weit am Ende. Ich wollte aber jetzt nicht nochmal den Bund abmachen und die Abnäher noch irgendwie vergrößern. Und deshalb dachte ich mir, ein Gürtel tut's auch. Hat den riesen Vorteil. Wenn man irgendwo eingeladen ist und es ein bisschen schicker sein soll, kann man so eine Stoffhose anziehen. Macht den Gürtel dran und wenn man dann vollgefressen ist, kann man den Gürtel so ein bisschen aufmachen und das Bäuchlein passt auch noch in die Hose. Wenn man dann noch ein bisschen weiteres Oberteil anhat als das, was ich jetzt trage, ganz eng und kurz, dann fällt es keinem mehr auf. Ja, also das ist wirklich so, in meine Planung fließt, wie kann ich mich vollfressen mit rein. Aber gar kein Problem, ich hatte noch Gurtband, das ich auf der Nadelwelt gekauft habe und mit diesem Gurtband habe ich mir einfach einen Gürtel gemacht. Dazu habe ich einen Gürtel, den ich schon hatte, einfach auseinandergenommen. Dann habe ich mein Gurtband 2-mal der Länge nach zugeschnitten. Warum 2-mal? Einmal war einfach zu dünn, dass das in diesen Krallen festgehalten hätte. Das habe ich aufeinander genäht. Ich habe die Gürtelschnalle wieder zusammengebaut und voilà, jetzt habe ich einen Gürtel. Da der andere Gürtel rot war und ich den nie getragen habe, war das jetzt kein Verlust. Das Gurtband habe ich aber natürlich aufgehoben für den Fall, man weiß ja nie, wofür man es mal brauchen kann. Schreib du mir doch gerne mal in die Kommentare, ob du dich auch schon mal vermessen hast und wie du dann vorgegangen bist. Hast du es einfach weitergenäht oder hast du es auch wie ich erst am Schluss gemerkt oder hast es dann frustriert in die Ecke geworfen? Das würde mich mal interessieren. Wer jetzt Lust hat, Lutherlo auszuprobieren oder wenn du schon mit Lutherlo nähst, dein Sortiment um ein paar Erweiterungshefte aufzustocken, dann kannst du jetzt mit meinem Code BABS15 15% im Lutherlo Shop sparen. Schau einfach mal vorbei, vielleicht ist das Ganze ja was für dich, wenn du es noch nicht kennst oder du brauchst mal ein paar neue Ergänzungshefte. Zum Schluss noch, wer einen Tipp für einen Shop mit coolen Gürtelschnallen hat, der meldet sich bitte in den Kommentaren. Ich suche nämlich jetzt schon länger. Ich würde mir gerne mehrere Gürtel mit schönen Gurtbändern nähen. Aber ich finde irgendwie keine coolen Gürtelschließen und ich habe keine Lust, jedes Mal einen ganzen Gürtel zu bestellen, um den zu zerlegen. Also wenn du Tipps hast, gerne für solche Sachen wie diesen hier, wo ich dann keine Löcher irgendwie reinmachen muss, die dann wieder ausfransen, dann bitte damit ab in die Kommentare, das wäre super. Wenn du jetzt Spaß mit dem Video hast, dann würde ich mich noch über ein Abo und ein Like freuen. Dann wünsche ich dir einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem.
Bleibt kreativ. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!